Hallo zusammen. Mein heutiges Thema ist die GmbH-Finanzierung. Von der Gründung Ihrer GmbH über den laufenden Geschäftsbetrieb oder eben auch einer Insolvenz. Ich spreche mit Tetje über Innenfinanzierung, Außenfinanzierung, Rückflussfinanzierung, Crowdfunding, Starung, Sonderleasing und viele mehr. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung. Heute geht es ja um die GmbH-Finanzierung. Gut, ich möchte jetzt eine GmbH gründen, gehe zur Bank, brauche Stammkapital und sage, okay, ich hätte gern 25.000 Euro Kredit. Genau, es muss aber so laufen, das Geld, also den Kreditantrag darf nicht die GmbH für Stammkapital stellen. Das kannst du nur als Gesellschafter machen, bekommst dann die 25.000 Euro und gibst das jetzt der GmbH als Stammkapital, weil nach Gesellschaftsrecht ist Stammkapital nur dann Stammkapital, wenn es der GmbH zur freien Verfügung steht. Und das wäre es beim Darlehen nicht. Verstehe. Aber das ist ja jetzt auch ein bisschen, naja, Erbsenzählerei. Fakt bleibt ja, ich gehe zur Bank und beantrage einen Kredit. Ja, ist keine Erbsenzählerei, weil du wirst keinen Kredit einfach so bekommen. Also ich sag mal, wenn du, oder du hast so viel Geld, aber dann brauchst du auch keinen Kredit. Also wenn du einen Kredit brauchst, brauchst du eine Bonität. Die GmbH ist deine zukünftige Einnahmequelle. Sie besteht noch keine 3 Jahre, von daher, du hast nichts, was du nachweisen kannst an Einkommen. Das heißt, du wirst auch nicht so einfach einen Kredit bekommen. Was du machen kannst, sind halt Existenzgründungsdarlehen. Aber das kann ich dann als GmbH beantragen, dieses Existenzgründungsdarlehen, oder als Gesellschafter? Sowohl als auch. Also was das Eigenkapital anbelangt, wird niemals die GmbH das als Darlehen bekommen, weil das, wie gesagt, gegen das Gesellschaftsrecht spricht. Das muss immer von außen sein, außerhalb der GmbH, was in die GmbH gegeben wird. Dass du als Gesellschafter den Kredit aufgenommen hast, ist nicht schädlich. Das ist ja nicht Darlehensnehmer GmbH, sondern du. Was du natürlich trotzdem als GmbH finanzieren kannst, sind Vorräte oder für die nächsten 3 Monate deine Kosten. Weißt du, Existenzgründungsdarlehen ist nur ein Oberbegriff. Das sind einzelne Module, wofür du eine Finanzierung erhältst. Es ist aber niemals eine Finanzierung für das Stammkapital. Aber wo genau liegt da jetzt nochmal der Unterschied? Also warum bekomme ich jetzt den einen Kredit, den anderen aber nicht? Also bekommen und bekommen. Wenn du jetzt Förderkredit meinst, da kannst du das auch für dein Eigenkapital bekommen. Nur der Darlehensnehmer ist beim Eigenkapital nicht die GmbH. Das bist dann du. Und auf der anderen Seite, wenn die GmbH aber natürlich Vorräte kauft oder Kosten für die nächsten 3 Monate finanziert haben möchte oder vielleicht kaufst du über deine neu gegründete GmbH ein anderes Unternehmen auf und hast darüber einen Kaufpreis zu bezahlen, das wird dir selbstverständlich finanziert. Also von daher, die Frage ist immer nur, was das Stammkapital anbelangt, steht es der GmbH frei zur Verfügung, ja oder nein? Und es muss ihr frei zur Verfügung stehen, sonst ist es kein Stammkapital. Okay. Und gibt es noch mehr Möglichkeiten für die Gründung einer GmbH an Geld zu kommen? Ja, also an Geld zu kommen eigentlich nicht. Du hast halt diese Förderkredite mit den unterschiedlichen Modulen, aus denen du schöpfen kannst. Du kannst natürlich auf der anderen Seite noch Sachwerte mit einbringen. Das heißt, dein Stammkapital muss nicht durch Geld erbracht werden. Du könntest auch einen Sachwert nehmen. Nehmen wir mal ein Auto. Wenn dein Auto 25.000 Euro wert ist, würde das natürlich gehen. Dann musst du allerdings das Auto bewerten lassen. Du musst ein Bewertungsgutachten haben, das sagt, ja, der Wagen hat einen Wert von 25.000, von 40.000, von 100.000 Euro. Und dann würde der Notar das auch so deklarieren, dass das Stammkapital durch Sachwerteinbringung erfolgt. Das geht dann zum Gericht und das Gericht muss es dann auch noch glauben. Gut, dafür hast du ja das Gutachten, aber das wäre der Weg, ne? Okay, aber dann nach dem nächsten Unfall auf der Autobahn habe ich dann kein Stammkapital mehr. Das ist richtig. Also sind 2 Paar Schuhe. Du hast es erstmal gehabt und dann hast du auch den Pkw natürlich in deinem Anlagevermögen, sage ich mal 50.000 Euro. Wenn du dann einen Unfall hast und das ist nichts mehr wert, hast du natürlich eine Abschreibung von 50.000 Euro, dann ist dein Stammkapital verbraucht.
Wenn du aber nicht überschuldet bist, ist das kein Insolvenzgrund. Also das ist eine andere Betrachtungsweise. Das Stammkapital hat aber zu einer Sekunde mal vorgelegen. So ist das übrigens auch bei Bargeld. Du kannst ja 25.000 € einbringen und im nächsten Moment kaufst du davon Büromöbel, dies, das, überhaupt. Und auf einmal hast du gar kein Geld mehr. Du hast nur noch die Büromöbel und die sind ja quasi dann auch nichts mehr wert. Was du hingegen nicht tun darfst, ist dir Sachen selber abkaufen. Also 25.000 € in die GmbH in bar einzahlen. Und im nächsten Moment kaufst du dir deine Büromöbel für 25.000 € ab. Das ist nicht erlaubt, das ist eine verschleierte Sachgründung. Aber dass du am Ende kein Geld mehr hast, weil du mit dem Geld auch was investiert hast und das ist weg, das ist nicht schädlich. Du darfst halt nur nicht in die Überschuldung kommen. Und mit dem Sachwert und mit dem Autounfall ist dasselbe. Aber wenn ich jetzt, nur mal eine Frage, die mich privat interessiert, wenn ich jetzt eine Sacheinlage gebe, muss die in irgendeinem Bezug zum Unternehmensgegenstand stehen? Ja, ja und nein. Ja, eigentlich schon. Also ich sag mal, wenn du jetzt Rembrandt-Gemälde hast mit einem Wert von Millionen, dann muss dein Unternehmensgegenstand irgendwie auch noch die Vermögensverwaltung mit innehaben. Das ist aber weniger eine Frage des Registergerichts, weil das muss ja nur aus Gläubigerschutzkriterien gucken, sind das 25.000 €, ja oder nein. Das ist mehr so eine steuerliche Sache. Also wenn du natürlich mit deiner GmbH auf einmal mit Vermögenssachen und Sachen arbeitest, die du nicht im Unternehmensgegenstand stehen hast, dann wird dir das möglicherweise alles um die Ohren gehauen. Ne? So, Thomas, meine GmbH ist gegründet, der Laden läuft, alles ist prima. Jetzt möchte ich investieren oder ich möchte expandieren. Jetzt bekomme ich aber einen Kredit, oder? Also du kriegst das natürlich immer, wenn die Bonität stimmt. Ja, also 3 Jahre musst du mindestens schon dabei sein, bla 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 bla. Aber du hast natürlich noch andere Möglichkeiten. Also es fällt mir so spontan ein, die Selbstfinanzierung, stille Teilhaberschaft, Leasing, Crowdfunding und Rückflussfinanzierung. Okay, jetzt einmal sortiert der Reihe nach. Ja, Gewinne stehen lassen. Nächster Punkt. Gewinne stehen lassen und die einfach wieder reinvestieren, Ja, damit expandieren, okay. Das ist Selbstfinanzierung, ja. Gut, aber wenn das jetzt nicht hinhaut, ich meine, ich muss ja auch von irgendwas leben. Ich habe Familie und habe jetzt meine Gesellschaft gegründet, die machen ja auch mal einen Urlaub und so weiter und so fort. Wir brauchen also andere Möglichkeiten. Ich hole mir jetzt also einen stillen Teilhaber ins Unternehmen. Genau, ja, also das ist im Prinzip eine Person, die dir auch Geld gibt, aber nicht darlehensweise. Und er wird aber auch er kriegt keinen GmbH-Anteil, sondern er wird im Innenverhältnis wie ein Gesellschafter behandelt. Also er hat so Mitspracherecht, er hat ein paar Kontrollmöglichkeiten und dafür gibt er dir Geld. Und auf der anderen Seite bekommt er bestimmte Zinsen, beziehungsweise kommt darauf an, ob die gewinnabhängig sind oder festverzinslich. Das ist ganz dispositiv, das kannst du so ein bisschen freigeschalten. Und das ist das ist der stille Teilhaber, ne? Stille Gesellschafter. Dann hast du angesprochen Leasing, kennt man ja vom Auto oder von meinem E-Bike. Ja, genau. Also das ist das klassische Leasing, was du kennst. Ich meine aber jetzt natürlich was anderes. Also stell dir vor, du hast eine große Maschine, die du brauchst. Da kostet so ein Ding auch mal schnell 1 Million. Erstmal gibt es die Maschine nicht wie Sand am Meer. Das gibt auch nur spezielle Firmen, die das dir geben. Und auf der anderen Seite, dafür geben dir häufig die Banken keine Kredite. Vielleicht willst du es auch steuerlich nicht. Du möchtest also, weil wenn du jetzt eine Maschine anschaffst, muss die ja abgeschrieben werden über einen längeren Zeitraum. Währenddessen, wenn du jetzt einen Leasingvertrag machst über nur 3 Jahre oder 2 Jahre oder 4 Jahre, gibt es bestimmte Parameter, auch im Steuerrecht natürlich, von denen ich jetzt spreche. Und es wird wirklich wie ein Leasing gesehen und nicht wie eine verkappte Finanzierung. Dann darfst du ja deine monatlichen Beträge sofort als Betriebsausgabe geltend machen. Also es kann für dich aus steuerlichen Gründen gewinnmindernder sein, das als Leasing zu machen, anstelle von Anschaffung und Abschreibung. Das ist ja ein deutlich stärkeres Argument eigentlich als die Bonität, weil ja die Bonität im Grunde ja die gleiche bleiben muss, egal ob ich jetzt lease oder einen Kredit nehme. Ja, und häufig, also gerade wenn du diese Spezial-Leasing-Sachen machst, dann gibt es immer noch ein sogenanntes Andienungsrecht. Das heißt, du hast am Ende noch das Recht, das zu kaufen.
Das muss dann aber auch so gestaltet werden, dass das insgesamt nicht als eine verkappte Finanzierung gesehen wird. Da gibt es ganz bestimmte Urteile. Ich glaube, die kommen aus 1978, sind immer noch wirksam. Ab wann ist es etwas wie eine verkappte Finanzierung zu sehen? Ab wann ist es Leasing? Und das gerade so dieses Andienungsrecht hat dort eine bedeutende Stellung. Am Ende ist es auf jeden Fall so, dein Ziel sollte sein, hohe Betriebsausgaben zu erzeugen und am Ende gehört es dir. Dann hast du angesprochen Crowdfunding. Ja, Crowdfunding gibt ja einmal die Form, dass du später kriegen die Leute, also die geben dir Geld. Ja. Du musst das auch Also nicht die Crowd, die große Menge. Crowd, genau, ganz viele kleine Beträge in der Summe. Du sagst, ich brauche 500.000 Euro. Ihr kriegt dafür meine Produkte verbilligt. Das ist die eine Version. Die andere Version ist, ihr kriegt in 5 Jahren, das ist jetzt ein Optionsschein, meine Anteile für den und den festen Umwechslungskurs. So, und da willst du eigentlich die breite Masse drauf ansprechen, also auch den kleinen Anleger mit, weiß ich, Mindestanteil kostet 50 Euro, ist das Crowdfunding. 500.000 brauchst du, wenn du die voll hast, dann schließt du diesen Fonds. Und mit diesen Beteiligten, ja, entweder verbilligte Produkte oder in 5 Jahren oder in 3 Jahren gibst du denen die Gesellschaftsanteile raus. Ne? Und dann hast du noch angesprochen als letzten Punkt Rückflussfinanzierung. Was habe ich mir denn da vorzustellen? Ja, Rückfluss ist eine reine betriebswirtschaftliche Sache. Das ist eigentlich die Abschreibung oder eine Pensionsrückstellung über den eigenen Preis, den du weitergibst an deine Kunden, mit einzukalkulieren und darüber dir das Geld zurückzuholen. Also du finanzierst dich ja von innen heraus. Für uns ist eigentlich, ich sag mal, der Normalo denkt, oh, Abschreibung und Rückstellung, oh, wie kann ich Steuern sparen? Mindert ja meinen Gewinn. Das ist die eine Betrachtung. In der Betriebswirtschaft ist das aber eine andere Betrachtung. Denn wenn du deine Preise kalkulierst, dann kommst du über Einkaufskosten, dann machst du einen Zuschlag zu diesen Einkaufskosten. Das ist der Handelskostenzuschlag, um zu den sogenannten Selbstkosten zu kommen. Und in diesem Handelskostenzuschlag packst du ja alles rein. Auch dann deine Rückflussfinanzierung, also deine Pensionsrückstellung, deine Abschreibung, natürlich auch Wagnisse, kalkulatorische Kosten. Mit anderen Worten, in dem Moment, wo du deine Selbstkosten zurückbekommst, hast du nicht null. Du hast im Prinzip schon deinen Einkaufspreis plus deine Pension plus deine Abschreibung verdient. Und dann kommt noch der Gewinnzuschlag da drauf. Also daher kommt die Idee der Rückflussfinanzierung. Wenn du das also geschickt nutzt und die Frage ist, was kannst du in deinen Preis mit einkalkulieren, holst du dir darüber, also über den Kunden, das Geld. Man muss ja leider auch immer mal den Krisenfall ein bisschen im Hinterkopf behalten. Kann natürlich passieren. Was mache ich dann? Woher bekomme ich dann mein Geld? Ja, Krisenfall, klar, wo bekommst du dein Geld her? Also du hast schon kein Geld mehr. Die Wahrscheinlichkeit, dass du noch einen Kredit bekommst, ist ja meistens nicht mehr gegeben. Also deswegen hast du ja eigentlich auch eine Krise. Und du kannst auch nicht mit Innenfinanzierung mehr kommen. Das funktioniert ja alles nicht mehr. Da hast du eigentlich nur noch die Möglichkeit, die gesetzlichen Möglichkeiten wie das STARUG, das Stabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz in Anspruch zu nehmen. Nochmal wie? Das STARUG, Staruk. Stabilisierung und Restrukturierungsgesetz in Anspruch zu nehmen. Da wirst du dein eigener Insolvenzverwalter. Aber es läuft außerhalb der Insolvenz, aber es ist der gleiche Weg. Du musst quasi bei Gericht das beantragen, dass du in der Krise bist, aber auch eine Prognose abgeben, wie du jetzt deine Gläubige, was du für Gläubige hast, wie dein Geschäft in der Zukunft läuft, wie du denkst, was für eine Quote, was kannst du anbieten deinen Gläubigern. Und dann, wenn das Gericht dem zustimmt, dann bist du im STARUG, dann bist du dein eigener Insolvenzverwalter, hast eigentlich auch die gleichen Möglichkeiten. Du verhandelst also mit den ganzen Gläubigern, auch deine Mietverträge, auch das. Du kannst alles nochmal canceln jetzt und neu mit deinen ganzen Vertragspartnern und Gläubigern verhandeln. Natürlich musst du dich dann aber an deinen Plan halten, also da unterliegst einer gewissen Reporting-Pflicht. Ja. Gegenüber wem? Gegenüber den Gläubigern Okay. Und den natürlich Vertragspartnern, dass du also das dann wenigstens so, wie du es gesagt hast, einhältst und dass sie dann unter der Prämisse auch auf die Sachen verzichten oder neue Mietverträge mit dir abschließen, mit niedrigeren erstmal bis gegen Besserungsschein. Ich meine, gibt es ganz, ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten. Realität ist, das machst du nicht alleine, das machst du zusammen mit einem Rechtsanwalt. Ja, aber so ist das. Vom Kern her bist du dein eigener Insolvenzverwalter. Du hast auch die Macht wie ein Insolvenzverwalter. Das Gericht muss dem einmal Ja sagen und dann hast du diese
diese Macht. Ne? Aber unterliegt es dann noch irgendeiner Überwachung? Also kontrolliert Ja. jemand, was ich da tue? Ja, also erstmal die Gläubiger und natürlich das Gericht. Also du hast das ja bei Gericht eingereicht, du bekommst die Ermächtigung dazu vom Gericht gegen Überwachung. Ne? Und am Ende muss abgeschlossen werden. Und da müssen ja alle Gläubiger auch wieder Ja sagen. Wenn das nicht passiert, dann würdest du fließend vom Staruk in die Insolvenz geraten. Der große Vorteil ist nur, dass du nicht in die Insolvenzverschleppung geraten bist. Das ist ein großer Vorteil. Das ist dann wieder strafrechtlich relevant. Und genau, also die anderen, wenn du sofort Insolvenz anmeldest, ja, dann ist es außerhalb deiner Macht. Das macht dann ein Insolvenzverwalter für dich und meistens zerschlägt er das Unternehmen. Das Staruk ermöglicht dir durch Sanierung dein Unternehmen fortzuführen. Wenn du es aber nicht schaffst, diese ganzen Sachen zu erfüllen, die du im Sanierungsplan angegeben hast, dann gehst du halt in die Insolvenz rüber. Du bist 100% überschuldet und du hast die ganze Zeit auch viel zu wenig Geld, also du konntest gar nicht deinen Zahlungsverpflichtungen so richtig nachkommen, gerätst aber trotzdem nicht in die Insolvenzverschleppung. Wenn du nicht zum Zeitpunkt der Beantragung des Staruks in einer Insolvenz warst. Und den Übergang von Staruk in die Insolvenz, den Zeitpunkt bestimmt den das Gericht? Mittelbar ja. Die Meldungen kommen natürlich von den Gläubigern, ne, dass das nicht so läuft wie nach Sanierungsplan bestimmt oder dass sie einfach nicht zustimmen. Du brauchst ja auch eine Zustimmungsquote, eine gewisse. Und wenn du die nicht hast, dann bist du automatisch in der Insolvenz. Ja, dann kommt das vom Gericht. Okay, aber hoffen wir mal, dass dem Unternehmen sowas nicht passiert. Es gibt keinen Staruk, es gibt keine Insolvenz, dem Unternehmen geht es prächtig. Kann ich auch mit Steuergestaltung irgendwie noch mehr Geld rausholen? Jein, weißt du, also man muss natürlich bei der Steuergestaltung immer differenzieren. Ist das eine Steuergestaltung, bei der du eine Ausgabe tätigen musst, verlierst du Geld. Weil die Steuer ist ja immer nur ein bestimmter Prozentsatz. Die Ausgabe sind 100% und im besten Fall sparst du 50% an Steuern, heißt ja immer noch, dass die anderen 50% weg sind. Nee, also wenn du das machen möchtest, über eine Steuergestaltung mehr Geld zu haben, brauchst du eine Steuergestaltung, für die du keine Ausgabe tätigst. Also meistens sind das ja Gestaltungen, das sind genau unsere Gestaltungen übrigens, die wir bei uns machen. Die sind zwar groß und die sind teuer, bringt aber auch viel Steuern. Und das machen wir durch gewisse Umbaumaßnahmen in der Firma, durch das Ausreizen des Umwandlungssteuergesetzes, des BAV, also des betrieblichen Altersvorsorgegesetzes, des Umwandlungsgesetzes, da könnte ich ja jetzt 50, 80 Gesetze aufführen. Das ist dann nachher im Endeffekt, dauert ja auch 3 bis 5 Jahre, haben wir dann die Situation, ich sag mal, du sparst Steuern, du zahlst nur noch 1,5% Steuern für die Gewinne deiner nächsten 7 Jahre. Das ist aber Mathematik, wir haben auch Fälle mit 12 Jahren, wo das so ist. Dann hast du wirklich natürlich die Steuerersparnis in Höhe von, ich sag mal, wenn du vorher, nehmen wir mal nur die 30%, ich rede noch nicht mal von der Ausschüttung, die wir auch sparen, die Steuern, aber nehmen wir nur die 30%, dann hast du ja quasi 28,5% gespart. Dafür, dass du nichts angeschafft hast, für die nächsten 7 oder 12 Jahre. Du hast einmal die Projektierungskosten, Notarkosten, Rechtsanwaltskosten, bla 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 bla, das ist richtig. Aber wenn du das gegenüberstellst, dann kann man wirklich sagen, die Ersparnis ist ein Vielfaches. Und das ist echtes Geld. Da hast du also aus der Steuergestaltung mehr Geld zurückbekommen. Da ist das so. Aber wie gesagt, wenn du etwas investieren musst oder irgendwo Beteiligungen und Betriebsausgaben erzeugen musst, wo du einen Geldabfluss hast dafür, dass du diesen Steuereffekt hast, dann machst du damit nicht mehr Geld, sondern du verschlechterst dich jedes Mal. Kann man also abschließend sagen, für die GmbH-Finanzierung gilt? Für die GmbH-Finanzierung gilt, denken Sie nicht nur an ein Bankdarlehen. Denken Sie auch nicht nur an das Leasing für einen Pkw. Denken Sie an all die Möglichkeiten, die ich Ihnen genannt habe. Die Großen machen das auch. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns wieder. Thanks for watching.